diesem Video spreche ich über etwas, worüber die meisten Menschen lieber nicht nachdenken. Und genau das ist das Problem. Denn wer nicht darüber nachdenkt, versteht auch nicht, warum es so wichtig ist. Stell dir kurz vor, du wachst morgen früh auf und irgendetwas ist anders. Ein Schlaganfall in der Nacht, ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit, eine Diagnose beim Arzt, die dein Leben in 2 Hälften teilt, das davor und das danach. Und von diesem Morgen an kommst du ohne fremde Hilfe nicht mehr auf die Toilette, nicht mehr in die Dusche, nicht mehr aus dem Bett. Stellst du dir das wirklich vor? Oder denkst du gerade, das passiert mir nicht? Genau das dachten die meisten Menschen, die heute mit einer schweren Behinderung leben, auch. Das Schicksal kennt keinen Unterschied zwischen arm oder reich, zwischen deinem gesellschaftlichen Stand oder deiner Herkunft. Ich lebe seit meiner Geburt mit einer infantilen Zerebralparese, Tetraspastik mit Ataxie und Athetose. Bei mir war es von Anfang an so. Ich kenne kein Leben ohne Behinderung, ohne Assistenz, ohne diesen Körper, der nicht das tut, was ich will. Aber ich kenne viele Menschen, bei denen das anders war. Menschen, die jahrelang ohne jede Einschränkung gelebt haben, die Sport gemacht haben, gearbeitet haben, Familien gegründet haben. Und dann kam ein einziger Moment, der alles verändert hat. Ein Sturz vom Dach, ein Tumor im Rückenmark, ein Herzstillstand mit Folgeschäden, eine multiple Sklerose-Diagnose mit 35 Jahren. Eine Behinderung ist keine Ausnahme. Sie ist eine Möglichkeit, die für jeden Menschen auf dieser Welt existiert, jeden Tag, solange er lebt. Und mit steigendem Alter wird diese Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit. Fast jeder Mensch, der alt genug wird irgendwann auf Unterstützung angewiesen sein. Für manche kommt das früher, für manche kommt es plötzlich. Aber es kommt. Und trotzdem behandelt unsere Gesellschaft Menschen mit Behinderungen so, als wären sie eine kleine Randgruppe, deren Bedürfnisse man irgendwie mitdenkt, wenn noch Geld und Zeit übrig sind. Das ist nicht nur falsch, das ist gefährlich kurzsichtig. Ich lebe in einer eigenen Wohnung. Ich organisiere meinen Alltag mit persönlicher Assistenz. Ich entscheide selbst, wann ich aufstehe, was ich esse, wann ich schlafen gehe. Das klingt selbstverständlich, aber für viele Menschen mit schwerer Behinderung ist es das nicht. Viele leben in Einrichtungen, in denen der Tagesablauf von anderen bestimmt wird, in denen man um 7 Uhr geweckt wird, weil der Dienstplan das so vorsieht, in denen man wartet, bis jemand Zeit hat. Das ist keine Selbstbestimmung, das ist Verwaltung von Menschen. Das ist keine persönliche Tragödie einzelner Betroffener, das ist ein gesellschaftliches Versagen. Denn die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben, mit Assistenz, in einer eigenen Wohnung, mit echten Entscheidungsmöglichkeiten, die ist zwar theoretisch vorhanden. Es gibt das persönliche Budget, es gibt die Eingliederungshilfe, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland schon 2009 ratifiziert hat. Aber in der Praxis kämpfen viele Betroffene jahrelang gegen Behörden, gegen Kostenträger, gegen ein System, das sie lieber in eine Einrichtung steckt, weil das auf dem Papier günstiger aussieht. Und das, obwohl es ihr Menschenrecht ist, selbst zu entscheiden, wie sie leben möchten. Was ich mir von der Politik und von der Gesellschaft wünsche, ist kein Mitleid. Mitleid hilft mir nicht. Was ich mir wünsche, sind Rahmenbedingungen, die echte Teilhabe möglich machen. Barrierefreie Wohnungen, die tatsächlich gebaut werden. Assistenzsysteme, die funktionieren und finanziert werden. Arbeitgeber, die begreifen, dass ein Mensch im Rollstuhl genauso gute Arbeit leisten kann wie jeder andere, wenn die Bedingungen stimmen. Eine Pflege- und Assistenzbranche, die so attraktiv ist, dass genug Menschen bereit sind, diesen wichtigen Beruf zu wählen. Barrierefreiheit ist keine nette Geste, sie ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn du ernst nimmst, dass sich deine Welt aus allen Menschen zusammensetzt. Ich habe dieses Video nicht gemacht, um Angst zu machen. Ich sage es, weil ich jeden Tag erlebe, was möglich ist, wenn die Bedingungen stimmen. Ich lebe ein gutes, selbstbestimmtes Leben. Das ist möglich, weil ich Assistenz habe und weil ich kämpfen konnte. Darüber bin ich sehr dankbar. Aber dieses Glück darf keine Ausnahme sein. Es muss der Standard werden. Denn morgen könnte alles anders sein. Für dich, für jemanden, den du liebst. Und dann möchtest du in einer Gesellschaft leben, die sagt, dein Leben gehört dir, egal wie es aussieht. Nicht in einer, die dich verwaltet,